Der Mörder ist immer der Gärtner. Ja, true. Mal schauen, ob das hier auch wieder so ist. Ähm, kann ich sie einfach fragen, wo die Sachen sind? Oder muss ich die jetzt hier suchen? Ich kann sie fragen. Thank fuck. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Hm. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Gucken wir mal. Moin. Let's see what could be hidden here. Wir suchen nach der Metallbox, vermute ich mal. Wow. Brauche ich dafür einen Schlüssel? Let us see what is in this box. What? Wait, what? Okay. Drehen. Oh, okay. Oh, okay. Na dann. Bündel Briefe. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a Uha. relationship. That is interesting. Mein geliebter Liam, solange ich dich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Ich danke dir von tiefstem Herzen für deine Güte, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem mich der Allmächtige zusammengebracht hat. Ach du Schande. Es ist sein göttlicher Wille und da ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Er macht mir das Leben zwar zur Hölle, aber mit der Zeit heilen alle Wunden. Sorge dich bitte nicht um mich. Ja, okay. Ist hier sonst noch was? Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted Könnte them back, sein. but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins Well. has managed to find any sailors. Ja, passt beides. Tragödie klingt nicht schlimmer, aber fehlt das Wort gerade. Brief.
Ups. Okay, harmloser Flirt. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche, aber harmlose Gespräche und Briefe hinaus. Hurtleys Unschuld. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Maybe. Theatralischer ist sehr gut. Also, ich muss reisen. Moment. Was passiert, wenn ich die falsche Person anklage? Muss ich es dann einfach nochmal machen und die anderen Schlussfolgerungen ziehen? Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Was haben wir? Matrose, Steuermann, Harpunier, Matrose, Smoothie. Ja, ich meine, also wahrscheinlich. This man is a harpooner, Ja. and his initials are PC. Oh. The same initials that were found on the tobacco pouch. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das sind mehrere Fälle, ja. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Keine Arbeit. Verdächtiger Nummer 3. Patrick Cairns überprüfen. Wenn der Tabakbeutel Patrick Cairns gehört, zeigt das, dass er am Tatort war. Das muss zuerst bewiesen werden. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Okay. Machen wir. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Kneipe. Okay, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas. Das ist bestimmt er da hinten. Hi. Ja, hier, ne? Ja. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. Oh Gott. At 10 shillings. Suits me. Oh Gott, was muss ich tun? Was muss ich tun? Ausdauer. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Cairns, um seine Aktion zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten. Reagieren Sie. Ah! Oder muss ich drauf reagieren? Okay. Drücken, attackieren, RT halten, verteidigen. Was?
Keine Ahnung, was genau ich da lesen soll. Also, keine Ahnung, was bedeutet. Kann ich nicht angreifen? Okay. Okay, ich verstehe es nicht so richtig. Ah, ist mir ein bisschen zu dumm, bin ich ehrlich. Weird. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Ich erstelle erstmal ein Profil von ihm. Die Kleidung. Kräftige Arme. Ja gut, ist Harpunier, ne? Also. Gelbe Fingernägel. Raucher. Seemannstätowierung. Ich mach nochmal, aber ich überspring's dann wieder. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Jetzt mit dem Verdächtigen einsaufen. You're Optimal. a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Gute Wahl, um A das Geld auszugeben. harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening,
we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Mhm. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Platziere den Tabakbeutel in Kans Tasche. Okay. Ups. Here it is. Und jetzt gehe ich auf Toilette. Was tue ich jetzt? Also. Okay. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Okay. Tabakbeutel beweist Schuld. Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Nee, überhaupt nicht. Tabakbeutel beweist Besuch. Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Im Kern ist es ja erstmal das. Wenn ich jetzt das hier mache, dann verbinden die sich, ne? Cairns ist der Täter. Ja, okay. Ich schalte das erstmal wieder weg. Was war hier nochmal? Ach, das war Nelligan. Okay, ja gut. Achso, habe ich jetzt nichts mehr? Muss ich jetzt, muss ich eine Entscheidung treffen? Oder was? Ah, okay. Harmloser Flirt, das hatten wir gerade schon. Verzweifelte Eifersucht. Liam Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Das heißt, theoretisch habe ich jetzt alles, was ich brauche, oder? Hurtleys Motiv. Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Carey gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter Carey. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Wenn ich das jetzt auswähle, passiert nichts. Wenn ich Glückswurf nehme, dann kombiniert sich das zu Hurtley ist der Täter. Okay.
Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für den schwarzen Peter zu töten. John Nelligan ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder vom äußeren noch vom psychologischen Härteprofil eines Mörders. Wenn ich das jetzt wegschalte... Ups. Okay, interessant. Also ich krieg Nelligan als Täter noch nicht kombiniert. Weil... Ups. Care to lose another 10 shillings? Nee. Kann ich mit den anderen beiden nochmal reden? Die Frage ist halt... I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing. Das heißt, ich habe alles, was ich kriegen kann, ne? Also die wahrscheinlichste, das meiner Meinung nach wahrscheinlichste Szenario ist das hier. Große Kraft war erfordert. Und er war da. Also er war ja da, das ist klar. Sonst kommt der Tabakbeutel da nicht hin. Er hat die Kraft, ihn so zu töten, wie er getötet wurde. Da waren 2 Gläser, was dagegen spricht, dass es Nelligan war, weil Nelligan und Black Peter kannten sich nicht. Die Preisfrage ist halt, wie kommt das Notizbuch dahin? Vor allem, also ist Nelligan dann in der Nacht dahin, hat Peter gefunden, tot, hat sein Notizbuch verloren, ist aber abgehauen, weil er Angst hatte? I guess. Ich tippe mal auf das. Ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Variante. Wir machen das einfach mal. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt falsch liegen würde. Ach Gott im Himmel, was? Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet. Cairns ist Harpunier, sein Tabakbeutel von Cairns gefunden. Keine Gehalt für Cairns. Patrick Cairns ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat Peter Carey ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Patrick Cairns hat Peter Carey getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord. Er handelte in Notwehr
gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann. Was? Also der Umstand, dass er ja eine Harpune benutzt hat, die vor Ort war, spricht ja eher dafür, dass es nicht geplant war. Also nicht vorsätzlich, sondern er tatsächlich einfach. Und selbst wenn es im hitzigen Streit eskaliert ist, ich nehme mal Gnade, keine Ahnung. Ja, von mir aus. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Wir gucken einfach mal, was das jetzt bedeutet. I don't know. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah, I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you.
Es war jetzt eigentlich nicht mein Ziel, ihn gehen zu lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte eigentlich nur, dass er ein bisschen weniger bestraft wird. Aber ihn so hart zu bestrafen, finde ich irgendwie auch doof. Also, keine Ahnung. Kann wir lassen also. Ich probiere mal aus, was jetzt passiert. Arkansas, der Täter ist also richtig. Okay, interesting. Ja, nehmen wir so, komm. Gerade bei der Fall abzuschließen. Ja, komm, machen wir. Ihre Einstufung, Persönlichkeitseinstufung, verständnisvoll. Alright. Nächster Fall.